Stell dir vor, du könntest deinen Haarausfall nicht nur stoppen, sondern sogar umkehren. Ohne teure Pillen, ohne Nebenwirkungen und ohne dich Big Pharma auszuliefern. Klingt zu gut, um wahr zu sein, oder? Dachte ich auch. Bis ich entdeckt habe, dass ein Großteil unseres Haarwachstums gar nichts mit Genetik zu tun hat. Die Wahrheit ist, deine Hormone, deine Ernährung und 3 simple Gewohnheiten entscheiden, ob du deine Haare behältst. Und das Beste, du kannst heute noch damit anfangen, den Prozess umzukehren. Ich bin Arthur von Life Algorithm und ja, ich weiß, was du jetzt denkst. Der Typ mit der Glatze will mir was über Haarwachstum erzählen. Lass mich das kurz aufklären. Seit ca. 1984 trage ich freiwillig eine Glatze bzw. kurze Haare. Damals in meiner Basketballzeit hat mir ein Freund die Haare geschoren und seitdem ist das mein Look, seit über 30 Jahren jetzt. Das Verrückte daran, ich könnte jederzeit aufhören. Mein Haar ist immer noch voll, kein Hubschrauberlandeplatz und keine kahlen Stellen. Mit 45 könnte ich mir theoretisch eine Mähne wachsen lassen, ich möchte nur nicht. Warum erzähle ich dir das? Weil die Prinzipien, die meine Haarfollikel gesund halten, auch dir helfen können. Für dieses Video habe ich die 10 erfolgreichsten YouTube-Videos zum Haarwachstum analysiert, mit insgesamt über 7,8 Millionen Aufrufen. Die besten Strategien aus dieser Recherche bekommst du heute komprimiert serviert. Heute zeige ich dir, wie du deinen Haarausfall stoppst und neues Wachstum aktivierst. Wir räumen mit den größten Mythen auf, die Big Pharma seit Jahrzehnten verkauft. Du erfährst, warum dein Shampoo möglicherweise deine Haare killt, welche Nährstoffe deine Follikel wirklich brauchen und wie du deine Hormone so optimierst, dass deine Haare wieder sprießen. Das Video ist in 5 Kapitel eingeteilt. 1. Die wahren Ursachen von Haarausfall und warum Genetik nicht die Hauptrolle spielt. 2. Die richtige Pflege. Welche Produkte helfen und welche schaden. 3. Ernährung als Gamechanger. Diese Nährstoffe lassen deine Haare wachsen. 4. Der Hormonreset. Wie du DHT natürlich in Schach hältst. 5. Lifestyle-Faktoren. Der unterschätzte Einfluss von Stress und Schlaf. Und ich verrate dir gleich, welcher simple Trick deine Haardichte in nur 12 Wochen um 15% erhöhen kann. Lass uns direkt mit dem größten Mythos aufräumen. Haarausfall ist rein genetisch. Da kann man nichts machen. Das ist nur die halbe Wahrheit. Ja, es gibt eine starke genetische Komponente. Wenn dein Vater eine Glatze hat, ist dein Risiko höher, auch eine zu bekommen. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, Gene sind wie eine geladene Waffe. Ob sie abgefeuert wird, hängt von deinen Hormonen, deiner Ernährung und deinem Lifestyle ab. Der Hauptübeltäter heißt DHT, Dihydrotestosteron. Stell dir vor, dein Testosteron ist wie Wasser und DHT ist wie Säure. Ein Enzym namens 5-Alpha-Reduktase verwandelt das harmlose Wasser in aggressive Säure. Diese DHT-Säure greift deine Haarwurzeln an und lässt sie schrumpfen, wie eine Pflanze, die du mit Essig gießt. Irgendwann geben die Wurzeln auf und sterben ab. Aber hier kommt der Clou. Manche Menschen haben Haarwurzeln aus Stahl, andere aus Papier. Es geht nicht nur darum, wie viel DHT du produzierst, sondern wie empfindlich deine Haarwurzeln darauf reagieren. Und jetzt kommt's, diese Empfindlichkeit kannst du beeinflussen. Dein Stoffwechsel, deine Ernährung, dein Insulinspiegel. All das entscheidet mit, ob deine Haarwurzeln stark oder schwach sind. Eine Studie im Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism zeigte den Zusammenhang zwischen Insulin und DHT-Produktion. Die Forscher fanden heraus, dass Insulin die 5-Alpha-Reduktase-Aktivität direkt stimuliert. Menschen mit Insulinresistenz haben signifikant höhere DHT-Werte im Blut. Was bedeutet das für dich? Je mehr Zucker und Stärke du isst, desto mehr Insulin produzierst du und desto mehr DHT greift deine Haare an. Auch wenn das Wort Insulinresistenz nicht geläufig ist, leiden in Deutschland ca. 40% aller Menschen darunter. Und hier der nächste Mythos. Stress macht keine Glatze. Doch chronischer Stress flutet deinen Körper mit Cortisol. Dieses Stresshormon verkürzt die Wachstumsphase deiner Haare dramatisch. Das nennt sich telogenes Effluvium. Plötzlich fallen dir büschelweise Haare aus. Die gute Nachricht, das ist umkehrbar, wenn du den Stress in den Griff bekommst. In meinem Video über Blutwerte zeige ich dir, welche Marker du testen lassen solltest. Ferritin unter 50, Vitamin D unter 40. Kein Wunder, dass deine Haare streiken. Big Pharma will dir weismachen, dass nur ihre Pillen helfen. Verschreibungspflichtige Haarwuchsmittel mit dem Wirkstoff Finasterid können zwar DHT blockieren, aber die möglichen Nebenwirkungen sind heftig. Libidoverlust, Erektionsstörungen und Depressionen. Willst du wirklich deine Männlichkeit für ein paar Haare riskieren? Die beste Zeit, einen Baum zu pflanzen, war vor 20 Jahren. Die zweitbeste ist jetzt. Das gilt auch für deine Haare. Fang heute an, die wahren Ursachen anzugehen. Jetzt mal Klartext. Die meisten Shampoos sind Gift für deine Haare. Klingt krass, ist es aber auch. Schau mal auf die Inhaltsstoffe deines Shampoos. Sodiumlaurylsulfate, Silikone, Parabene. Glückwunsch, du wäschst dir täglich deine Haare mit Industriereiniger. Diese aggressiven Waschstoffe entziehen deiner Kopfhaut alle natürlichen Fette, wirklich komplett. Die Folge? Deine Kopfhaut denkt, Hilfe, ich bin völlig ausgetrocknet und produziert panisch noch mehr Fett.
Das verstopft die Poren und deine Haarwurzeln bekommen nicht mehr genug Sauerstoff und Nährstoffe. Und weißt du was? Vielleicht hatte ich mit meiner 30-jährigen Kurzhaarstrategie unbewusst recht. Wer wenig Shampoo benutzt, behält länger seine Haare. Hier sind die Top-Waschregeln aus meiner Analyse der Top 10 YouTube-Videos mit 7,8 Millionen Aufrufen. Erstens, wasche deine Haare nur 2 bis 3 Mal pro Woche. Tägliches Waschen ist ein Industriemythos, um Shampoo zu verkaufen. Deine Kopfhaut braucht ihre natürlichen Fette. Zweitens, lauwarmes Wasser, niemals heiß. Heißes Wasser trocknet die Kopfhaut aus und macht die Haare brüchig. Am Ende kurz kalt abspülen, das regt die Durchblutung an. Drittens, Kopfmassage. Täglich 4 Minuten mit den Fingerspitzen die Kopfhaut massieren, das fördert die Durchblutung und bringt Nährstoffe zu den Haarwurzeln. Eine japanische Studie aus 2016 zeigte, 4 Minuten tägliche Kopfmassage über 24 Wochen erhöhte die Haardicke signifikant. Wenn dir diese Insider-Infos helfen, gönn dem Video gerne ein Like und teile es mit einem Freund oder einer Freundin, die Probleme mit Haarwachstum haben. Viertens, Microneedling, der Geheimtipp. Ein Dermaroller mit Nadeln, einmal wöchentlich angewendet, kann Wunder wirken. Die Mikroverletzungen triggern die Heilungsprozesse, erhöhen die Durchblutung und verbessern die Nährstoffaufnahme. Fünftens, Föhnen. Nur auf Kaltstufe oder am besten gar nicht. Hitze über 60 Grad zerstört die Proteinstruktur deiner Haare. Benutze ein Handtuch und lass deine Haare lufttrocknen, wenn möglich. Dann ein Wort zu Styling-Produkten. Die meisten sind leider Müll. Gel, Wachs, Spray, alles voller Chemie, die deine Poren verstopft. Wenn du unbedingt stylen willst, nimm natürliche Alternativen wie Aloe Vera Gel oder Kokosöl. Jetzt wird es spannend. Deine Ernährung entscheidet zu 35% über dein Haarwachstum. Das ist mehr als jeder andere Einzelfaktor. Woher ich das weiß? Aus meiner Analyse der 10 erfolgreichsten Haarwachstumsvideos mit über 7,8 Millionen Aufrufen auf YouTube habe ich alle Ursachen kategorisiert und gewichtet. Der größte Faktor, wie bereits gesagt, Ernährung und Nährstoffe mit 35%, der absolute Spitzenreiter. Dann hormonelle und interne Ursachen mit 23%, dann Pflege und äußere Anwendung mit 22%, Lebensstil und Stressmanagement mit 10% und zuletzt einzelne Hacks und Produkte auch mit 10%. Das heißt, über ein Drittel deines Haarwachstums hängt davon ab, was du isst und welche Nährstoffe du aufnimmst. Lass mich raten, du isst morgens Müsli oder Brot oder Haferflocken, mittags Pasta, Kartoffeln und was auch immer und abends wieder Brot. Glückwunsch, damit fütterst du deinen Haarausfall. Diese Kohlenhydratbomben jagen deinen Blutzucker hoch, Insulin explodiert und rate mal, was dann passiert. Richtig, mehr DHT-Produktion, mehr Haarausfall. Hier sind die 4 Haarnährstoffe, die du brauchst. 1. Biotin. Ohne das gibt es keine Haare. 3 Eier täglich decken deinen kompletten Bedarf. Auch gut sind zum Beispiel Nüsse, Avocados oder Lachs. 2. Eisen. Der unterschätzte Held. Ferritin unter 50, dann wundere dich nicht über dünnes Haar. Eisenmangel ist die häufigste Ursache für Haarausfall. Rotes Fleisch und Leber sind top dafür. Vegetarier, immer Vitamin C dazu. Sonst wird pflanzliches Eisen schlecht aufgenommen. 3. Zink, der natürliche DHT-Blocker. Eine Handvoll Kürbiskerne täglich liefert 10 Milligramm Zink plus die Pflanzenstoffe, die DHT zusätzlich blockieren. 4. Protein. Deine Haare bestehen zu 90% daraus. Aber Achtung, Qualität schlägt Quantität. Dein Körper braucht vollständige Proteine mit allen Aminosäuren. Das bekommst du nur aus Fleisch, Fisch, Eiern und Käse. Pflanzliche Proteine sind leider meist unvollständig. Meine Praxistipps zur Ernährung in Kurzform. 1. Isst nur 2 Mahlzeiten täglich. 2. Frühstück komplett auslassen. Warum, erkläre ich in meinem Video zum Thema Frühstück. 3. Mittags Gemüse mit Fleisch. 4. Abends zum Beispiel Eier mit Avocado oder Fisch oder andere gute Fett- und Proteinquellen. 5. Keine Snacks, wirklich gar keine. 6. Kein Zucker. 7. Keine Ausreden. Mein Umfeld denkt, ich sei verrückt, wenn ich morgens einen schwarzen Kaffee trinke. Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit. Ja klar, für Kelloggs Umsatz vielleicht. Kennst du jemanden mit Haarausfall? Dann teile dieses Video, es könnte eine Rettung sein. Dann noch ein Wort zu Supplementen. Vergiss den Quatsch. Echte Nahrung schlägt jede Pille. Die Natur hat alles, was du brauchst. Big Pharma will dir nur das Geld aus der Tasche ziehen. Okay, jetzt geht's ans Eingemachte. Deine Hormone sind der Schlüssel zu vollem Haar. Und die gute Nachricht, du kannst sie hacken. DHT ist nicht dein Feind, zu viel DHT schon. Das Problem, moderne Ernährung und Lifestyle treiben die DHT-Produktion in absurde Höhen. Zeit für ein Reset. Jedes Mal, wenn du Zucker oder Stärke isst, schüttet dein Körper Insulin aus. Ein chronisch hoher Insulinspiegel ist wie Doping für deine 5-Alpha-Reduktase, die wiederum zu Haarausfall führt. Die Lösung ist simpel. Low Carb plus Intervallfasten. Schau dir mein Video an, in dem ich erkläre, wie du mit weniger Kohlenhydraten sogar sportlich leistungsfähiger wirst. Mein 16:8-Protokoll
letzte Mahlzeit um 20 Uhr und erste Mahlzeit um 12 Uhr mittags. In 16 Stunden Fastenzeit sinkt dein Insulin auf quasi null. Dein Körper schaltet auf Fettverbrennung und deine Hormone normalisieren sich. Kommen wir zu natürlichen DHT-Blockern. Vergiss Finasterid mit seinen Horror-Nebenwirkungen. Die Natur hat viel bessere Lösungen. Zum Beispiel Sägepalme. 320 Milligramm täglich blockieren das haarschädigende DHT ähnlich effektiv wie Finasterid, aber ohne Libidoverlust und ohne Potenzprobleme. Als nächstes haben wir grünen Tee. Der Wirkstoff darin, EGCG genannt, bremst genau das Enzym, das dein Testosteron in schädliches DHT umwandelt. Die einfachste Lösung: trink 3 Tassen am Tag. Oder, wenn du es bequemer magst, nimm einfach einen hochwertigen Extrakt. Und jetzt mein absoluter Lieblingssnack: Kürbiskerne. Eine Handvoll täglich ist eine wahre Powermischung. Du bekommst nicht nur natürliche DHT-Blocker, sondern auch eine Ladung Zink, Magnesium und gesunde Fette für deine Haarwurzeln. Eine koreanische Studie von 2014 hat das bestätigt. Männer, die täglich Kürbiskernextrakt einnahmen, hatten nach 24 Wochen 40% mehr Haare als die Placebo-Gruppe. Klar, das war ein konzentriertes Supplement, aber warum nicht gleich die ganze Nuss knacken? Kürbiskerne schmecken besser, kosten weniger und liefern dazu noch wertvolle Nährstoffe. Chronischer Stress ist Gift für deine Haare. Wenn du ständig unter Strom stehst, produziert dein Körper Cortisol, das Stresshormon. Und das macht 3 Dinge mit deinen Haaren. 1. Es verkürzt deren Wachstumsphase. 2. Verschlechtert die Nährstoffversorgung. Und 3. Löst Entzündungen aus. Aber keine Panik, ich habe 3 Anti-Stress-Waffen für dich. Erstens die 4-7-8-Atemtechnik. 4 Sekunden einatmen, 7 Sekunden halten, 8 Sekunden ausatmen. Das machst du 3-mal täglich. Klingt simpel, ist es auch, aber brutal effektiv. Zweitens Meditation. Nur 10 Minuten morgens. Das ist kein Esoterik-Kram, das ist pure Wissenschaft. Studien zeigen, regelmäßige Meditation senkt Cortisol messbar. Drittens Krafttraining. Das ist mein Favorit, weil es doppelt wirkt, baut Stress ab und optimiert dein Testosteron. Win-win für Körper und Haare. Jetzt kommt ein Punkt, den die meisten komplett falsch verstehen. Testosteron. Jeder denkt, Testosteron ist der Bösewicht, weil es zu DHT wird. Aber die Wahrheit ist, ein hoher, gesunder Testosteronspiegel ist ein besser Schutz gegen Haarausfall. Klingt paradox, aber die Erklärung ist simpel. Hat dein Körper genug Testosteron, läuft die Umwandlung in DHT kontrolliert und im kleinen Rahmen ab. Ist dein Spiegel aber zu niedrig, gerät der Körper in Panik, überkompensiert und kurbelt die DHT-Produktion massiv an. Das ist der Teufelskreis, der deine Haare killt. In meinem Video zum Testosteron zeige ich dir die 4 Säulen für optimale Werte. Aber hier schon mal die wichtigsten Quick-Tipps zum Testosteron. 1. Schlaf ist König. 7 bis 9 Stunden sind Pflicht. Unter 6 Stunden, dann hast du 15% weniger Testosteron, garantiert. 2. Vitamin D. 5000 Einheiten täglich. Die meisten Deutschen haben einen Mangel, merken es aber nicht. 3. Gesunde Fette. Olivenöl, Avocados, Nüsse. Dein Körper braucht Fett, um Hormone zu produzieren. 4. Schwere Gewichte. Kniebeugen und Kreuzheben sind Testosteronbooster par excellence. Und mein Geheimtipp: kalte Duschen. Mindestens 1 Minute eiskalt am Ende jeder Dusche. Das senkt Cortisol, boostet Testosteron und verbessert die Durchblutung. Deine Haare werden aufblühen. Lifestyle und Stress ist das letzte Kapitel, aber nicht weniger wichtig. Dein Lifestyle entscheidet, ob all die anderen Maßnahmen fruchten oder nicht. Hier sind die entscheidenden Lifestyle-Faktoren. Erstens Schlaf. Deine kostenlose Superkraft. Weniger als 7 Stunden, dann sabotierst du dich selbst. Im Schlaf regenerieren deine Haarwurzeln und dein Körper senkt das Stresshormon Cortisol. Meine 3 wichtigsten Schlafhacks: 1. Konstante Schlafenszeit, auch am Wochenende. 2. Kühles, dunkles Schlafzimmer ohne Displays. 3. Handy 1 Stunde vor dem Schlafengehen weg. Mehr dazu in meinem Video zum Thema Schlaf. Zweitens Bewegung, aber die richtige. Achtung, zu viel Cardio wie stundenlanges Laufen ist purer Stress und kann sogar Haarausfall fördern. Die Lösung: 3-mal pro Woche Krafttraining und als Basis 10.000 Schritte am Tag. Das verbessert die Durchblutung, senkt Stress und optimiert deine Hormone. Keine Ausreden. Drittens, meide die versteckten Haarkiller. Trink aus Glasflaschen, nicht aus Plastik. Das BPA darin zerstört deine Hormone. Nimm Deos ohne Aluminium. Und hör auf zu rauchen. Rauchen lässt deine Haarwurzeln buchstäblich verhungern. Einfache Regel: was du nicht essen würdest, kommt auch nicht auf deine Haut. Und der wichtigste Tipp zum Schluss: stress dich nicht wegen deiner Haare. Die Ironie ist doch, die Sorge über Haarausfall ist der beste Dünger für noch mehr Haarausfall. Also vertrau dem Prozess und bleib entspannt. Lass uns die wichtigsten Punkte nochmal durchgehen. 1. Haarausfall ist kein Schicksal. Ein Großteil hast du selbst in der Hand. 2. Hormone sind der Schlüssel.
Senke dein Insulin und Cortisol und optimiere dein Testosteron. 3. Ernährung macht den Unterschied. Low Carb, High Protein, High Fat und die richtigen Nährstoffe. 4. Pflege smart, nicht hart. Weg mit Chemie-Shampoos, her mit natürlicher Pflege. 5. Lifestyle matters. Schlaf, Stressmanagement und Bewegung sind keine Option. Das Wichtigste ist, fang heute an. Nicht morgen, nicht Montag, heute. Such dir eine Sache aus diesem Video und setze sie um. Ob du mit Intervallfasten startest, dein Shampoo wechselst oder Kürbiskerne knabberst. Jeder Schritt zählt. In 6 Monaten wirst du mir danken. Denk dran, Big Pharma verdient Milliarden mit deiner Angst vor Haarausfall. Aber du brauchst keine teuren Pillen mit fiesen Nebenwirkungen. Die Natur hat alles, was du brauchst. Du musst es nur nutzen. So, das war's für heute. Wenn dir das Video geholfen hat, dann abonniere jetzt den Kanal und aktiviere die Glocke. Jeden Freitag gibt es neue Insider-Tipps für deine Gesundheit. 100% natürlich, 100% ehrlich. Und hey, schreib unten in die Kommentare, welchen Tipp wirst du als erstes umsetzen. Ich lese jeden Kommentar und antworte auf jede Frage persönlich. Teile dieses Video mit jemandem, der mit Haarausfall kämpft. Du könntest ihm damit echt helfen. Nächste Woche wird es richtig brisant. Ich zeige dir, wie Diabetiker ihren Insulinbedarf um bis zu 80% reduzieren können. Manche schaffen es sogar komplett ohne Medikamente. Falls du jemanden kennst, der unter Diabetes leidet, informiere bitte über das kommende Video. Und hier noch mein Geheimtipp zum Thema Haarwachstum, weil du bis zum Ende dran geblieben bist. Knochenbrühe. Vollgepackt mit Kollagen, Mineralien, Aminosäuren. Deine Haare werden es dir danken. Einmal wöchentlich einen Topf kochen, portionieren, fertig. Einfacher geht's nicht. Bis dahin, bleib dran, bleib natürlich und denk dran, deine Gesundheit ist eine bewusste Entscheidung. Peace out.